Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns nochmal auf dem Beta-Server mit dem guten alten Pestdoktor. Und ja, ich hatte hier die Klasse jetzt ausgiebig getestet gehabt, wenn man es so nennen will. Ich hatte auf jeden Fall sehr viele Kämpfe gemacht hier auf dem Server, wie man vielleicht oben links an der Mushroom-Anzeige erkennen kann. Ich glaube, man startet insgesamt mit, ich glaube, 40.000 Pilze, ja. Ein paar Dungeon-Etagen habe ich gemacht, aber mehr war es jetzt hier nicht gewesen, ja. Also jede Dungeon-Etage hat mir eigentlich hier so ein Epic gegeben, weil nur noch immer der Endboss hier offen ist von den Welten hier, beziehungsweise von den Dungeons. Und deswegen ging das meiste eigentlich so für Kämpfe drauf. Was ich ziemlich interessant gefunden hatte, ist halt gegen Gegner zu kämpfen, die halt deutlich über meinem Niveau gewesen sind. So habe ich mir denn sowohl privat als auch im Stream Gegner in der Ehrenhalle gesucht, die relativ weit oben sind hier von den Werten her, sodass wir quasi sehr, sehr wenig Chancen gegen diese Klassen haben, sodass wir quasi einen extrem guten Try brauchen, um halt eben gegen die zu gewinnen, weil ich halt eben mal eine Runde sehen wollte gegen einen Gegner, wo ein Kampf quasi fast unmöglich ist, so vom Ding her. Und deswegen habe ich mir hier so die starken Gegner rausgesucht und habe dann mal ein paar tausend Pilze reingejagt. Also alleine in den Gegner, den ich euch jetzt gleich zeige, ich habe jetzt 2 Kämpfe für euch aufgenommen und insgesamt, glaube ich, an Pilzen, so hatte ich für die ungefähr ein bisschen alleine über die 2 jetzt so über 1000 Pilze oder sowas da investiert, bevor die halt eben down gegangen sind so. Und deswegen war das schon ziemlich pilzintensiv, aber ich wollte halt eben mal so einen richtig knappen Try sehen und wie halt so ein Versuch aussieht, wenn der Pestdoktor richtig, richtig reinlackt. Ja, das sind hier die 2 Gegner. Der eine ist jetzt eben gerade gefallen, der andere ist vom 7., beziehungsweise von 10.7. Ja, es ist ja hier immer umgedreht hier im Englischen. Da ist, auf jeden Fall ist es von vorgestern. Und den möchte ich euch zuerst zeigen. Gegen den haben wir gewonnen. Der hat zwar nicht viel Stärke, aber halt eben sehr viel Ausdauer. Und den fand ich halt ziemlich spannend, weil, ja, der insgesamt deutlich mehr Statpunkte hat, wie wir es halt eben haben. Aber wir mussten halt sehr häufig treffen, damit wir ihn besiegen konnten, weil er halt deutlich mehr Ausdauer hat. Deswegen hatte ich mal gegen ihn gekämpft und hatte gegen ihn dann auch nach genug Pilzen dann gewonnen. Und da möchte ich euch einmal hier diesen Kampf zeigen, wie es aussieht, wenn der Pestdoktor richtig, Glück hat, sag ich mal, mit seinen Kombis und häufig ausweichen kann, viel Damage dealt und einfach die Poisons gut trifft und halt einfach wie so ein guter Dungeon Try aussehen mag, wenn halt eben so ein Gegner in Dungeon 0,05% oder so gefühlt hat irgendwie. Ne? So ungefähr würde ich es jetzt so etwa einigermaßen vergleichen, so von der Prozentanzahl her. Ich weiß nicht, was die Gegner hier insgesamt hätten für Prozente so. Aber das ist so auf jeden Fall erstmal das, was ich hier jetzt so innerhalb der letzten paar Versuche als besten Try oder als beste Tries jetzt insgesamt hier so gesehen habe. Ja. Ihr seht auf jeden Fall, der Pestdoktor weicht natürlich viel aus, muss er natürlich auch, wenn er so viel wie möglich Schaden dealen will. Sein Geheimrezept liegt halt eben da drinne, wie beim Kundschafter auch, möglichst viel auszuweichen, während die Giftflaschen halt eben so lange Dodge-Schaden auf dem Gegner verursachen. Er muss nicht zwingend treffen, er muss eigentlich nur ausweichen, während halt eben der Gegner vergiftet ist. Und ja, das ist halt eben sein Trumpf. Dann haben wir noch einmal hier den zweiten Gegner. Ja, hier auch nochmal die Wertevergleich oder die Werte im Vergleich. Und natürlich auch deutlich stärker als wir, haben ihn aber dann eben auch besiegen können. Ja, und so sah das Ganze hier dann im Versuch gegen den zweiten
Krieger aus. Wir fangen hier an mit unserer gelben Gift Potion. Muss natürlich auch direkt immer Potion nach Potion geworfen werden. Darf keine großartige Runde irgendwie mal vergoldet werden. Und ja, der Gegner mal ohne Poison-Effekt irgendwie hier abschließen. Und ihr seht schon, der macht gut Schaden auf jeden Fall. Wenn wir jetzt halt eben noch ein bisschen ausweichen, dann brauchen wir eigentlich nur ja, drauf hoffen, dass halt eben der Poison tickt, und das tut er. Und so sahen halt eben die sehr, sehr guten Versuche aus vom Pestdoktor. Das wollte ich euch mal zeigen. Ja, dann haben wir hier noch jede Menge Raids gelegt. Ich weiß gar nicht, wir sind ja hier in so einer Testgilde, aber hier sind die meisten schon gar nicht mehr am Testen großartig. Ja, von daher denke ich mal, nehmen hier auch wahrscheinlich nicht mehr so viele dran teil. Aber wir können ja einfach mal den Raid von gestern nehmen, wie das Ganze hier so aussieht. Hier haben wir dann nochmal alle Plug, beziehungsweise, gut, den haben wir verloren. Die Plug-Doktoren hier im Test gegen die ja, Raid-Gegner hier. Hier haben wir nochmal eine andere Gilde. Ich weiß gar nicht, das sind hier auch. Das sind auch Pestdoktoren. Jo, genau. Dann haben wir hier einmal eine Pestdoktor-Fight gegen einen Pestdoktoren-Fight. Gildentechnisch. Da wird sogar hier. Da wird sogar das Mushroom-Katapult geused. Ich sehe gerade, irgendwie sind die Kämpfe, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Hat jetzt irgendwie niemand teilgenommen. Gut, alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen spannender zu beobachten irgendwie. Dass wir mal wirklich so einen Fight sehen. Pestdoktor-Gilde gegen Pestdoktor-Gilde, aber ja, das ist tatsächlich deutlich uninteressanter, als ich mir das jetzt hier, als ich mir das jetzt hier vorgestellt habe. Deswegen, ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was hier jetzt halt eben noch so für Änderungen auf uns warten werden, denn ja, viele, wie ich mich jetzt schon so bereits umgehört hatte, haben gesagt, dass sie den Pestdoktor, so wie er jetzt momentan eigentlich gerade ist, okay finden, so vom Balancing her. Man muss jetzt halt eben gucken, wie er im 1:1 Fight gegen andere Klassen auf einem Live-Server dann unter gleichen Voraussetzungen dann kämpfen kann, beziehungsweise wie es dort aussieht, wie stark halt die Klasse im Vergleich zu anderen ist bei einem Serverstart und so weiter und so fort. Ne? Das haben wir jetzt natürlich auf dem Beta-Server jetzt hier nicht, das Erlebnis, aber ich denke mal, ja, das sieht soweit erstmal schon ganz gut gebalanced aus hier auf jeden Fall, sodass das Ding meines Erachtens nach eigentlich nur noch höchstens nochmal eine Beta oder sowas durchlaufen müsste, und dann könnte das Ding eigentlich schon so raus. Aber es werden ja jetzt noch 2 weitere Beta-Tests folgen, bevor das Ding jetzt halt eben so rauskommt. Ich meine, lieber auf Nummer sicher gehen, ne, als bevor da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas verkehrt läuft oder so. Aber so vom Ding her, muss ich eigentlich sagen, sieht das Ding erstmal schon soweit gut well balanced aus. Es wird wahrscheinlich halt eine sehr starke Geschickklasse werden so. Geschickklassen sind ja sowieso sehr gut, auch zu Serverstarts. Die sind sehr beliebt und werden häufig gepickt, weil sie halt eben auch relativ random sind. Die Klasse ist halt, muss man auch sagen, auch relativ random. Dadurch, dass sie halt eben eine 55%ige Chance hat, überhaupt eine Potion zu werfen, und dann wieder eine 1:3 Chance, halt eben eine von den 3 Potions zu werfen, die halt eben zur Auswahl stehen. Die können geblockt und ausgewichen werden, also von daher, ja, von den Fähigkeiten zumindest her vergleichbar vom Nekromant. Ansonsten, ja, hat die Klasse halt eben relativ viel von den üblichen Geschickklassen, die man halt eben so kennt. Und ja, aber wie gesagt, so vom Spielprinzip her gefällt mir die eigentlich sehr gut. Ich habe bisher nicht so eine Random-Klasse, deswegen wollte ich sowieso eher in die Richtung gehen. Wäre es jetzt nicht der Pestdoktor gewesen, wäre es bei mir wahrscheinlich auf Langzeit irgendwann mal der Nekromant geworden, so den ich auf Langzeit spielen wollen würde, weil ich bisher halt eben nur sehr konstante Klassen habe, so den Battle Mage, den Krieger. Gut, der Magier ist ein bisschen volatiler, aber ansonsten, ja, der ist ja auch relativ eintönig, sagen wir von den Fights her zumindest. Ne?
Deswegen wollte ich auf jeden Fall mal auch ein bisschen was Abwechslungsreicheres haben und eine Geschickklasse habe ich eh noch nicht und von daher passt das eigentlich relativ gut und freue mich da auf jeden Fall auch drauf, die dann irgendwann mal eines Tages vielleicht auf EU50, wer weiß, mal sehen, dann halt eben langfristig zu spielen und ja, das als meine vierte dauerhafte, ja, sag ich mal, auch als zu meinen dauerhaften Main-Accounts dann zähle, neben den 3 Servern, die ich momentan aktiv Langzeit spiele, denn dazu zu zählen. Ja, aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze auch in der Community ankommt, wie die Klasse halt eben beim Serverstart performt. Ich glaube aber, dass die Klasse, denke ich mal, großer Beliebtheit gewinnen wird innerhalb der Community, weil sich das deutlich, sehr, sehr viele Leute gewünscht haben, dass die Klasse kommt, auch schon beim letzten Mal, ne, als sie dann verloren hatte im direkten Voting. Und deswegen, ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und mal gucken, was jetzt noch innerhalb der nächsten Beta-Server passieren wird, was hier jetzt noch dran gefixt wird an der Klasse. Ich lasse euch das natürlich wissen, sobald es da irgendwelche Änderungen gibt. Ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.